ihr Lieben. Heute mal ein bisschen später als sonst. Da kommt Bärbel und Alma auch wieder. Ich glaube, wir haben schon kurz vor 8. Ich mal gerade unsere Kaffeebohnen. Wir freuen uns wieder auf einen schönen, kräftigen Kaffee. Starten in den Tag und natürlich, man sieht es nicht richtig, ne, aber es regnet. Es hat die ganze Nacht auch wieder geregnet, gewittert, gedonnert. Wir haben aber geschlafen. Wir sind in Frankreich, trotzdem wie Gott in Frankreich. Also war wirklich ruhig. Toller Platz, WC direkt um die Ecke, haben wir euch ja alles schon gezeigt. Also wir machen gleich hier noch ein bisschen Klarschiff. Heute geht es erst ein bisschen später auf Achse, so 11:45, 11:30. Wir haben es heute nicht ganz so weit, beziehungsweise nicht ganz so viele Passstraßen vor uns, nicht ganz so viel Rumgekurve am Lenkrad und Co. Von daher können wir es ruhig angehen lassen heute. Der Kaffee qualmt und dann ist uns doch gerade noch die Tüte hier von unserem Einkauf gestern in die Hand gefallen. Dann wisst ihr nämlich auch genau, wo wir gestern waren. Anschrift. Dort haben wir Käse, Balsamico, Wein, Marmelade und noch mehr geholt. Also solltet ihr dort in der Gegend sein, Einkauf lohnt sich. Wisst ihr Bescheid. Ciao, ciao, Cancun Lodges. Für uns heißt es jetzt weiter ab in die Sonne. Wir haben die Cancun Lodges verlassen. Die Nacht hat es ganz schön geschüttet. Dafür haben wir sehr gut geschlafen. Haben jetzt ca. 3 Stunden Autofahrt mit 180 Kilometer etwa vor uns. Für heute oder morgen liegt Wäschewaschen an. Der Campingplatz, den wir jetzt ansteuern, bietet das an. Die haben Waschmaschinen und Trockner. Ja. Sowohl der Cancun Lodges als auch der Platz, wo wir jetzt hinfahren, gehören mit zum Agritourismo-Verbund. Wir haben heute Morgen nochmal unser Wasser aufgefüllt. Wäre jetzt eigentlich nicht nötig gewesen, aber bei den paar Metern, die wir heute zu fahren haben. Was wir haben, haben wir. Haben wir auch schon 5-mal gesagt. Wir haben gebraucht. Wir können jetzt auch noch 350 Kilometer fahren. 180 knapp haben wir noch vor uns. Das heißt, irgendeine Tankstelle werden wir heute auch wieder anfahren. Und wir haben dann mal ausgerechnet, heute ist Samstag und das letzte Wasser haben wir gebunkert am Dienstag. Reingepasst haben jetzt heute 35, 37 Liter oder irgendwie sowas. Wir haben ja nur so eine kleine 5 Liter Gießkanne, mit der wir das Wasser holen, wenn wir nicht gerade mit dem Schlauch den Wassertank voll machen. Einfach aus Platzgründen. Ne? 6 Meter hat Vorteile, hat aber auch Nachteile. Und ja, bin ich 7-mal gegangen. Die 7. Kanne hat nicht mehr ganz reingepasst. Also im Umkehrschluss haben wir so einen Wasserverbrauch von 10 Litern am Tag für 2 Leute und Hund. Eigentlich ist es ein Tacken wenig. Ja, Mopedfahrer. Nicht auf meiner Fahrbahn steuern, mussten wir das vorher sagen. Eigentlich ist das wenig, weil das haben wir gemerkt, dass wir deutlich zu wenig trinken. Jetzt haben wir heute Morgen wieder einen leckeren French Press Kaffee gehabt und haben uns für die Fahrt jetzt diese kalten Teebeutel, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ich will jetzt hier nicht noch wieder Werbung machen, aber wir trinken die ganz gerne. Einfach kaltes Wasser, Teebeutel rein, Himbeer oder weiß ich nicht, Limette, Zitrone, Limette, gibt es ja verschiedene Geschmacksrichtungen. Ja, so sieht es dann für heute erstmal aus. Wir sind auf dem Weg. Bis später. Kleine Fail-Compilation, neuer Teil dazu gekommen. Ich meine, wir sind ja zumindest was das Reisen hier mit dem Van, Camper, wie auch immer anbelangt, ja, man kann schon sagen, noch Neulinge. Wir haben im Campingbereich natürlich schon etliche Jahre Erfahrung, Dachzelt, Bombenzelt und so weiter. Ist uns aber gestern doch ein kleiner Fauxpas passiert. Nichts Wildes konnten wir heute Morgen nicht, aber Bärbel hat ja schon gesagt, hat ganz schön geschüttet die Nacht. Und natürlich haben wir das Fenster an der Dinette nicht nur ein bisschen aufgehabt zum Belüften, nicht nur auf der ersten Stufe weggeklappt, nein, 90 Grad wegstehend gehabt. Aber damit bloß kein Viehzeug reinkommt, hat Bärbel mit dem Gitter hochgemacht. Ja, und heute Morgen war dann in der Dinette ein kleines Landunterproblem. Ich wer weiß wie viel, aber wir hatten den Karton mit dem Wein ja da unten stehen und der Karton ist natürlich schon mal Blitzer, feuchtfröhlich aufgeweicht. Den haben wir heute Morgen entsorgt. Jetzt haben wir die Flaschen
rappel- und bruchsicher anders verstaut. Das ist aber noch nicht die optimale Nummer, da müssen wir uns mal noch was einfallen lassen. Ja, passiert, alles wieder trockengelegt, kein größerer Schaden, aber wieder was gelernt. Hier tobt das Leben. Hier ist mächtig was los. Irgendwas mit Alte Cisco. Irgendwann mit Alte Cisco sind wir hier. Mächtig was los. Aber voll süß, so kleine Städtchen und Gässchen. Richtig schnuckelig hier. Hier kriegst du alles, was dein Herz begehrt. Aber die Verkehrsführung ist ein bisschen wuselig. Und die Italiener fahren noch schlimmer als die Franzosen. Ja, nicht so aggressiv, Aber chaotisch. aber chaotischer von unserem Eindruck. Ne? Links, rechts, ach nee, doch nicht. Ich will Ja. vielleicht doch besser geradeaus. Wird Du nicht wirst so schon für mich aggressiv. bremsen. Ja, wird nicht so aggressiv überholt vor Kurven und sowas. Und die bedanken sich nicht so sehr, wenn du sie vorbeilässt. Und dafür wird hier auch wieder mehr gehupt wie in Frankreich. Ja, das stimmt. Aber trotzdem wirklich sehr hübsch hier anzuschauen und zu fahren. Toskana. In der Vorbeifahrt zu unserem Ziel haben wir, so aus dem Augenwinkel gerade, eine sehr schöne Toskana-typische, nenne ich es jetzt mal, Zypressenallee gesehen. Und dann haben wir uns gedacht, wisst ihr was, da fahren wir jetzt einfach mal hin. Also schnell abgefahren, fahren jetzt wieder 3-4 Kilometer parallel zu der Bundesstraße, Landstraße zurück, um da mal hinzukommen. Das ist doch ein klassisches Fotomotiv, das wollen wir uns nicht entgehen lassen. Guckt euch das mal an. Da haben wir doch die richtige Entscheidung getroffen. Hier ist ein bisschen wackelig, aber das kann man sich ja wohl nicht entgehen lassen, hier einmal lang gefahren zu sein. Sehr, sehr schön. Genießt es mit uns. Vielleicht kommt das auf dem Video auch gar nicht so rüber, wie schön das gerade hier ist. Zypressenallee, wie sie im Buche steht. Manchmal muss man sich die Zeit auch einfach nehmen. Wenn sich der kleine Ausflug nicht mal wirklich gelohnt hat. Wir haben euch ein paar Bilder eingeblendet gerade. Unfassbar. Also von meinem Empfinden her, mehr Toskana werden wir heute nicht mehr zu Gesicht bekommen. Egal, wo wir jetzt heute noch landen. Also die Zypressenallee sucht seinesgleichen. Es gibt ja noch so ein paar Hotspots und eine bekannte Zypressenallee, die so bei Insta gehypt wird. Könnt ihr ja auch mal gucken. Ich finde aber ganz persönlich, dass die, wo wir da jetzt waren,
der bekannten Zypressenallee noch deutlich überlegen ist. Also sowas Schönes habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Abgesehen von meiner Frau natürlich und unserer Hundedame. Aber ansonsten wirklich ein Träumchen gewesen jetzt gerade. Da hat sich der Ausflug gelohnt, die investierte Zeit. Ja. Super. Doch, war sehr schön. Noch ein kleiner Tunnel. Wir haben noch eine knappe Stunde Fahrt, 60 Kilometer. Dann sind wir an unserem nächsten Platz angekommen. Wir freuen uns da schon sehr drauf. Dann können wir heute den Rest des Tages und vor allen Dingen morgen mal den ganzen Tag richtig schön zur Ruhe kommen. Das tut uns dann allen dreien auch mal gut. Wetter zieht sich gerade wieder so ein bisschen zu, macht uns aber genau gar nichts aus. Ist das der sogenannte Tunnelblick? Schreibt das mal in die Kommentare. So, heute tank ich mal. Den Nippel kann man wieder nicht festhalten. Ich muss ein bisschen lauter reden, sonst gibt hier wieder Musiktheater mit YouTube. Das ist ganz schön laut hier, die Musik, die hier an der Tanke spielen. 1,59,9, wir melden uns später wieder. Herzlichen Glückwunsch, getankt haben wir. Aber sowas Komisches habe ich auch noch nicht erlebt. Ich hatte ja gesagt, dass die eigentlich immer eine feste Summe abbuchen oder reservieren. Nebenbei ist am Schütten gerade wieder wie aus Kübeln. Unfassbar. Egal, wir stehen hier unten drunter trocken. Und der hat jetzt mal schön brav reserviert von meiner Kreditkarte 103,29 €. Keine Ahnung, wie der auf sowas kommt. Normal sind 120, 130, 150. Ich hatte auch schon mal 170 €. Aber das kommt mir jetzt gerade ein bisschen arg italienisch vor. Tagesziel für heute ist erreicht. Wir sind gelandet. Sosta Campa La Montanina. Sehr nett. Super hier. Wir stehen grandios, super Ausblick, zeige ich euch nachher. Ein toller Agritourist-Platz hier. Guckt euch das mal an. Direkt oberhalb von den Weinbergen. Kann man mit leben, oder? Hier bleiben wir jetzt 2 Tage. Wäsche waschen und Co. haben wir ja, glaube ich, schon mal ein bisschen gesagt. Wetter ist heute sehr, sehr durchwachsen. Jetzt ist gerade wieder gut, aber weiß nicht, ob man sieht. Da hinten regnet es. Zieht gerade hier rüber. Hier fängt gerade ein bisschen Niesel an. Aber ich würde trotzdem mal eben 2-3 Meter gehen, damit unsere Hündin ein bisschen Auslauf hat. Da hinten haben wir Olivenbäume. Kriegen wir schon alles in den Griff hier. Wir sind auf dem Weg zum Abendessen. Jedenfalls versuchen wir mal was zu finden. Ich glaube, das sieht doch da drüben schon gut aus, ne? Mal gucken, was wir angeboten bekommen heute. Die Bar haben wir gefunden, aber das ist kein Restaurant. Da gibt es wirklich nur irgendwie so Mini-Snacks. Nichts, um den Hunger zu stillen. Jetzt gehen wir mal noch so ein bisschen hier durch die Hinterhöfe. Ob wir das überhaupt dürfen, keine Ahnung. Aber warum nicht? Jedenfalls sieht das hier alles totschick aus. Die Olivenbäume. Dann marschieren wir hier wieder runter. Da war ja eine kurze Runde. Und so wie wir das verstanden haben, gehört der ganze Ort hier dieser, ich sag jetzt mal, Winzerfamilie, bei denen wir halt auch auf dem Hof stehen. Die haben hier Ferienwohnungen, diese Minibar, Camping Area, ein Pool muss hier noch irgendwo sein. Ja, geht schlechter, ne? kommen die beiden Damen.
Ja, dann gehen wir wieder zurück. Was sollen wir machen? Da haben wir gedacht, das wäre irgendwie was, wo man sich hinsetzen könnte und ein bisschen was essen. Naja, wir sind vorbereitet. Wir haben den Kühlschrank voll. Daran soll es nicht scheitern. Oh, Grillstation. Ja, der Alma weiß schon, wo es lang geht. Wie immer. Gute ist, wir können hier mal einen Blick auf den Dexter von oben erhaschen. Machen wir mal eben. Kriegt man ja sonst so selten zu Gesicht, ohne die Drohne in der Luft. Da ist er. Gut, dann einmal wieder rum. Hier oben kann man sich auch noch gemütlich hinsetzen. Sogar durch die Bäume, selbst ein bisschen bei Nieselregen noch trocken. Super. Und dann noch mal ein Blick über die Weinberge und na, können das erkennen? Ich will jetzt nicht zu weit ranzoomen. Da steht der Hofhelikopter. Alles nicht zu glauben. Wir sind zurück im Dexter und man mag es kaum glauben. Ja, genau, es regnet wieder. Macht aber nichts. Hier den Rundgang durchs kleine Dörfchen haben wir ja erledigt mit der Bar oben. Das war nix. Auch das ist nicht schlimm. Wir sind ja gut ausgestattet. Es gibt Baguette mit lecker Käse obendrauf, den wir die Tage ja eingekauft haben. Haben wir euch ja auch schon ein bisschen gezeigt. Das werden wir uns jetzt schmecken lassen und dann gucken wir mal, was der Abend noch bringt. Vermutlich nicht mehr viel. Wir sind ja auch wieder ein bisschen gefahren. Heute war zwar entspannter, weil nicht ganz so viele Serpentinen dabei waren. Kilometer haben wir aber trotzdem ein paar gemacht. Jetzt sind wir hier. Wäsche haben wir auch schon gewaschen, stimmt. Beziehungsweise Bärbel hat die Wäsche gewaschen, dankenswerterweise. Ich bin nochmal duschen und wieder rasieren gegangen. Sehe wieder einigermaßen aus wie ein Mensch. Kann mich also auch wieder unter Menschen zeigen. Und ich denke, dass heute nicht mehr so wahnsinnig viel passiert. Falls doch, melden wir uns. Und ansonsten geht's morgen weiter. Macht's gut. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir sind wach, kurz vor 7, mitten in der Toskana. Wir haben super geschlafen. Heute mal ein anderes Start in den Tag Video. Wie immer mein Gesicht in die Kamera zu halten. Da hinten sind noch die Nebelschwaden. Und auf der anderen Seite geht langsam die Sonne auf. Wir zwei drehen ein kleines Ründchen und gucken mal, ob wir da hinten in die Nähe von dem Hofhelikopter kommen. Haben wir ihn gefunden. Gehen wir doch mal zusammen hin. Kein riesengroßes Teil, aber die haben hier ein Privatheli. Ist schon geil. Schön eigenem Landeplatz. Da kann man schon mal machen, würde ich sagen. Ob die damit die Kunden für die Weinprobe oder was einfliegen lassen oder die Weinberge begutachten, ich weiß es nicht. Aber gefällt mir.
Guten Morgen, ihr Lieben. 10 nach 6, Montag, der 1. September 2025. Wir fangen jetzt langsam an, machen uns fertig. Wasser habe ich gerade aufgesetzt für unseren Kaffee und wir haben gestern Abend noch alles vorbereitet. Der Dexter ist soweit wieder sauber, alles aufgefüllt. Alles weggeräumt und verstaut. Jetzt drehen wir gleich noch eine kleine Runde mit der Alma. Und dann machen wir uns auf den Weg zum südlichsten Punkt unserer Reise, zum Campo Imperatore, Little Tibet. Das war der Plan von Anfang an. Und da bleiben wir dann auch wieder ein paar Tage. Mal gucken, vielleicht schaffen wir es Wetter, Lust und zeittechnisch, dass wir da mal eine kleine Roomtour drehen von unserem Dexter. Eine Mini-Roomtour ist ja bei Instagram auf unserem Kanal Destination 4x4 auch schon zu finden. Versuchen wir es diesmal ein bisschen ausführlicher zu machen. Ja? Euch einen guten Start in den Tag. Little Tibet, wir kommen. Das war wirklich ein sehr, sehr schöner Platz. Den kann ich euch wirklich wärmstens ans Herz legen. Wir freuen uns. Heute geht's weiter. Die Sonne begleitet uns. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir sind auf dem Weg zum Campo Imperatore. Wir haben eine sehr ruhige Nacht verbracht, sehr gut geschlafen. Wir haben jetzt circa 3 Stunden Autofahrt vor uns. Wollen wir mal schauen, dass wir noch ein bisschen Diesel tanken können. Vielleicht noch eine Einkaufsmöglichkeit, damit wir noch ein bisschen die Lebensmittelvorräte ein bisschen aufbunkern können. Ja, im Moment ist es wirklich sehr nebelig hier. Ja, der Stellplatz, auf dem wir waren, nochmal, ich kann es immer wieder nur sagen, kann ich wärmstens empfehlen. War sehr schön gelegen, sanitären Anlagen waren tipptopp, es wird immer regelmäßig gereinigt. La Montanina. La Montanina heißt der. Also wirklich gut, 10 Stellplätze, wenn ihr hin wollt. Wir hatten Glück, der war ja ausgebucht, weiß nicht, ob wir es schon mal gesagt haben in einem der vorherigen Videos. Reservieren kann durchaus eine Option sein. Ne? Dann habt ihr da auch einen Stellplatz sicher. Die haben noch 1, 2 Notstellplätze, wie wir jetzt erfahren haben. Aber wenn die auch voll sind, ist voll, dann macht er da halt genau gar nichts mehr. Und wäre schade. Also auch der, ich sag jetzt mal Hofladen da, Wein und Olivenöl. Ja, sehr, sehr schön. Kein unbedingter finanzieller Schnapper, muss ich sagen. Also wir haben ja schon am Anfang, wo wir in Italien reingefahren sind, ein bisschen uns eingedeckt mit Weinen, auch wenn wir beide gar keinen Alkohol trinken. Aber die Familie zu Hause wird sich drüber freuen. Und das war dann da, auch wenn es da auch gute Weine waren, nochmal doch einen Tacken günstiger. Aber gut, ist so, Mitbringsel sind Mitbringsel. Und auf dem Hof hat halt alles gepasst da, ne? Auf dem Wein- und Olivenanwesen, wie auch immer. Ja, vielleicht noch eine kurze Info. Wir blenden ja immer bei uns in den Videos kostenlose Werbung. Das ist auch in der Tat so. Also alles, was ihr seht, was wir benutzen und so weiter und so fort, alles selbst bezahlt, alles selbst finanziert, nichts gestellt, geschenkt, subventioniert oder was auch immer bekommen. Ja? Das heißt, wenn wir hier sagen, das und das ist gut, dann ist das einfach auch so. Und wenn wir sagen, das und das ist halt nicht so gut, dann ist es halt genauso. Ja? Da brauchen wir dann keine Rücksicht auf eventuelle Werbeverträge zu nehmen, die wir bei unserem kleinen Kanal ja noch nicht haben. Also von daher alles gut. Ja, wie Bärbel schon gesagt hat, wir fahren jetzt ein bisschen. Heute ist trotz der Kilometer, wir haben jetzt 230 Kilometer noch, bis wir vermutlich beim Lebensmittelshop irgendwo landen. Der ist dann ein paar Kilometer vor unserem eigentlichen Ziel. Little Tibet genannt, Campo Imperatore, wo wir dann die nächsten Tage auch wieder freistehen. Deswegen ist wichtig, dass wir den Kühlschrank noch mal wieder ein bisschen auffüllen, damit wir da eine schöne und entspannte Zeit haben. Wir haben die Toskana gerade eben verlassen und sind nach Umbrien gefahren.
der E45. Da ist schon wieder ein etwas größeres Städtchen, da steht es ja auch, Perugia. Die E45 Autostrada ist einer der wenigen Autobahnen, die wir bis jetzt gesehen haben, die mautfrei sind. Und heute Morgen waren wir ja auf einer S-Irgendwas unterwegs, schon fast 80 Kilometer. Dann schafft man doch ein paar Kilometer mehr, ist entspannteres Fahren, hoppelt nicht so. Sind eigentlich ganz gut ausgebaut hier die Straßen. Mal gucken, ob das auf die E45 auch zutrifft. Da wir hier ein bisschen im Stau stehen, habe ich Google mal bemüht und gefragt, wofür Umbrien denn so bekannt ist. Ich lese euch das mal vor. Umbrien ist das grüne Herz Italiens, bekannt und wird für seine Landschaften, historische Städte und kulinarischen Spezialitäten geschätzt. Die Region ist berühmt für schwarze Trüffel und das daraus resultierende Olivenöl und Wein, wie den Sangritano di Montefalco. Kulturelle Highlights sind die Städte Perugia und Assisi. Heimat des heiligen Franziskus sowie die beeindruckende Architektur des Doms von Orvieto. Außerdem bietet Umbrien zahlreiche Naturparks und ist ein beliebtes Ziel für Outdoor-Aktivitäten. Also genau das Richtige für uns. Auf den Schnellstraßen hier in Italien sind die Geschwindigkeitsbegrenzungen wohl auch eher nur ein ganz grober Verhaltensvorschlag. Ja? Also Baustelle, die haben so einen, Geschwindigkeitstunnel, 110, 90, 70, 60 bis auf 40 geht das runter. Aber nicht, dass da irgendjemand mal die Geschwindigkeit drosselt. Da fährt man dann noch mal ganz gerne mit 100, 110 durch die Baustelle, wo 40 ist. Gerade unseren Dieseltank voll gemacht, ist natürlich erwartungsgemäß nicht viel reingegangen, aber das machen wir, wie schon 98 Mal erwähnt, ja immer so. 44 Euro haben wir getankt. 1,58 Euro, 9 irgendwas, 27, 28 Liter oder so sind reingegangen. Hat alles wieder wunderbar funktioniert. Dann haben wir noch eben unsere Alma rausgelassen. Die musste natürlich ihr Pipi-Geschäft unmittelbar 30 cm neben einer Katze machen, die da im Gebüsch gesessen hat. Die haben sich aber alle beide so dermaßen erschrocken. Naja gut, dass der Alma abrufbar ist. Wenn die hatte gerade erst angesetzt hinter der Katze her, dann haben wir das direkt unterbinden können. Da wie Hund und Katze sind die richtigen aufeinander geraten. Wir haben jetzt noch 55 Minuten, 51 Kilometer zu fahren. Dann sind wir erstmal beim Lebensmittelgeschäft. Und von da aus ist es dann nicht mehr weit, bis wir in die Campo Imperatore, Little Tibet, eintauchen können. Wir freuen uns da schon sehr drauf. Da fahren wir doch mal zur Abwechslung Richtung Abruzzo, jetzt schon ein paar Kilometer durch so eine schöne Kiefernallee. Ist da mal ein anderes Bild, oder? Spendet Schatten, sieht super aus. Das gefällt uns schon wieder. 24 Minuten, 21 Kilometer noch bis L'Aquila, dann einkaufen und dann ab zum Tagesziel. Jetzt haben wir 10:30, kurz nach 10:30, 10 nach 7 sind wir los. Wirklich gut durchgekommen. 6, 7 Kilometer vor L'Aquila sind wir jetzt. Damit auch schon deutlich in den Abruzzen. Und das sehen wir auch schon wieder. Die Berge hier oben werden schon wieder höher. Das Grün nimmt wieder ein bisschen mehr zu und wir sind seit ein paar Kilometern schön wieder auf kleineren Straßen unterwegs. Da wir ja neugierig sind, wofür die Abruzzen bekannt sind, habe ich nochmal gegoogelt und das lese ich euch jetzt nochmal vor. Die Abruzzen sind bekannt für ihre vielfältige Landschaften im Nationalparks, Bergen und Stränden, ihre traditionelle Küche mit Lammspießen, den bekannten Rotwein Montepulciano di Abruzzo, hochwertigem Safran und Zuckermandeln, sowie für die malerische mittelalterliche Dörfer und eine ruhige, naturnahe Atmosphäre.
angekommen in L'Aquila. Hier ist was los. Also zum einen wird hier oben auf den Höhen gebaut ohne Ende. Also gefühlt stehen da mehr Krane rum wie Häuser. Unfassbar. Ich weiß nicht, ob wir das schon eingefangen haben oder ob wir das gleich noch mitkriegen. Auf jeden Fall bei der Anfahrt hierhin haben wir das mitgekriegt. Ja, und jetzt stehen wir hier. Ich denke, ihr könnt sehen, quasi so auf dem Lidl-Parkplatz. Mal gucken, wie gut wir hier gleich wieder wegkommen. Den Parkplatz haben wir ganz gut gefunden. Wir müssen dann nur, wenn die uns hier wieder schön einparken, auch irgendwie wieder hier rausrangieren. Aber das werden wir auch irgendwie hinkriegen. Jetzt warten wir auf Bärbel und dann nehmen wir die letzten Kilometer in Angriff. Wow. Kaum sind wir aus der trubeligen Stadt L'Aquila raus. Da waren jetzt, weiß ich nicht, wie viel, 10 Minütchen Fahrt oder so. Und schon sind wir wieder eingetaucht in eine ganz andere Welt. Also mit dem Einkaufen, aber woher sollten wir das wissen? Das hat sich jetzt nun mal so angeboten. Monatsanfang, vermutlich hat es hier auch Geld gegeben. Vielleicht ist es nicht wirklich anders wie bei uns. Montagmittag, dann war auf dem Lidl-Platz auch noch Markt. Aber gut, 6 Meter Kastenwagen, passt überall hin. Haben wir mal wieder ganz gut hingekriegt. Und jetzt fahren wir ein bisschen Serpentinenstrecken. Wir haben jetzt noch 43 Minuten und 36 Kilometer bis zum Campo Imperatore, Little Tibet. Dann haben wir unser Ziel für heute erreicht. Schon erstaunlich, wie unterschiedlich so Einkaufsketten sein können. Fing schon auf dem Parkplatz an. Es war extremst wuselig. Dann ging es im Geschäft weiter. Ganz chaotisch und durcheinander. Naja, dann habe ich meine Sachen zusammengesucht, habe auch alles soweit gefunden. Unter anderem halt auch Brötchen, ein bisschen Brot aus der Selbstbedienungstheke und wollte schon ab zur Kasse und habe dann gesehen, dass eine andere Frau die Brötchen und die ganzen Sachen gewogen hat. Ja, ich denke, was denn jetzt? Ja, und dann musst du halt so eine Wiegenummer da eingeben. Die Stückzahl, das kannte ich so auch noch nicht, zumindest nicht bei Brot und Brötchen. Ja, aber ansonsten hat eigentlich alles ganz gut geklappt. Ich bin trotzdem froh, dass ich da jetzt raus bin und freue mich auf die nächsten Tage. Was ist denn mit deinen Blicken, die du geerntet hast? Oh ja. Ja, das Publikum war älteren Semesters, zu 80% möchte ich behaupten. Ich habe eine kurze Hose an, ein bisschen Farbe am Bein. Ja, und die standen dann da und haben mich von oben bis unten gemustert, so völlig ungläubig, was das denn da wohl an mir dran ist. Ja, das fand ich sehr komisch. Ich habe sie nett angelächelt und damit war das Thema dann für mich auch erledigt. Viel besser kann man das Wort Baumgrenze ja visuell nicht darstellen, oder? Kannst du vielleicht noch Tacken ranzoomen? Geht das vorsichtig? Man sieht ganz exakt, bis wo das noch geht. Und das zieht sich hier einmal ringsrum. Wir sind gerade in so einem kleinen Tal. Alles plus minus auf identischer Höhe. Wahnsinn. Mutter Natur. So, warum das hier Little Tibet heißt, ist dann spätestens jetzt auch klar. Guckt euch die Landschaft mal an. Und das Witzige oder Traurige, ich weiß es nicht, bis vor 14 Tagen wusste ich gar nicht, dass es den Campo Imperatore überhaupt gibt. Das ist reinem Zufall zu verdanken, dass wir jetzt hier sind. Und wie immer, wo Berge sind, sind auch Fahrradfahrer. Ja. Gott, ist das schön hier. Wir sind angekommen. Kein Empfang. Weit und breit. Ich würde sagen, haben wir alles richtig gemacht. Unten im Tal bei L'Aquila war 31 Grad, 30, 31 Grad heute angesagt. Und hier oben haben wir jetzt 20, 21, 22. Aber das gehört halt zu so einer Landschaft für mich auch dazu. Jetzt
essen wir eine Kleinigkeit, trinken was. Alma ist hier schon am Rumschnüffeln. Viele, viele freilaufende Kühe. Schafsherden mit in viel exklusiverer Umgebung kann man ja dann auch schon fast wieder nicht speisen. So, wir schließen das Video heute mit diesem atemberaubenden Blick über die Landschaft und wir haben das Glück, einfach hier stehen zu können. Morgen bleiben wir noch den Vormittag über hier, haben wir beschlossen. Dann ist ein paar Meter weiter, ein paar 100 Meter weiter, ein Restaurant oder zwei, das wissen wir noch nicht. Da werden wir uns mal angucken, ob wir dort ein bisschen mehr Glück haben und was zu essen kriegen. Wenn ja, dann bleiben wir da und essen noch was. Und dann geht es für uns morgen weiter und zwar Richtung Observatorium, das auch hier im Campo Imperatore liegt, aber auf 2164 Meter. Das werden wir uns angucken. Und ich glaube, da oben sind auch Stellplätze. Dann werden wir vielleicht dort die Nacht verbringen.